Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Was darf ich heute weitergeben? Was gibt es zu sagen? Okay. Wir haben hier das Thema in Würde altern und das Thema Hobbys. Unten am Deck haben wir noch Zeit für den nächsten Schritt. Hier geht es also darum, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Es geht darum, sich die Gegebenheiten, ich erinnere gerade noch mal an gestern, wo man sich das Umfeld so in der Fülle gestaltet, wie man es braucht, wo man die Mittel hat, wo man Zeit so investiert, dass sie einem gut tut. Und es geht wirklich darum, auch was dafür zu tun, dass man die Gegebenheiten der Vitalität anpasst. Hobbys sind hier sehr wichtig, also etwas, was Spaß macht, etwas, was gute Energie ins Leben bringt. Es gehört auch Beschäftigung im Leben dazu, die dir was zurückgibt. In meinen Jahren der Pflege habe ich immer wieder gesehen, wie Menschen auch eintrüben, wenn sie den ganzen Tag da rumsitzen. Und stationär im ambulanten Dienst ist es dann schon nochmal ein bisschen anders, meistens, aber auch nicht immer. Und klar wird da auch Bespaßung gemacht, aber das ist etwas anderes, wie wenn du selber was umsetzen kannst, was dir wichtig ist. Es kann ja sein, dass einige ihr Hobby zum Beruf machen. Es kann ja sein, dass einige daran arbeiten, ein Hobby auszubauen. Es kann ja aber auch sein, dass ein Gleichgewicht her muss zwischen Arbeit und Hobby. Es kann nicht nur Arbeit sein, aber Stabilität und Gleichgewicht ist hier sehr wichtig. Ausgeglichenheit. Guckt mal, hier haben wir Zeit für den ersten Schritt und hier haben wir die Wege. Also hier sind verschiedene Optionen, etwas zu harmonisieren, etwas in Frieden zu bringen, eine harmonische Energie zu erschaffen. Die Wege geben uns natürlich verschiedene Möglichkeiten mit, aber die Wege sagen halt auch, entscheide etwas, ne? Und ich glaube, hier wird es im Beruf ein bisschen harmonischer oder an den Dingen, an denen man arbeitet. Und man hat so ein bisschen so eine Entscheidung zu treffen, wie erschafft man ein getragenes Umfeld. Hier unten haben wir die Sense, das heißt, wir rechnen hier auch damit oder wir sind bereit, auch was wegzulassen, was Erschwernisse mitbringt, einen Schnitt zu machen, was zu verkleinern, was viel Arbeit macht, dafür aber die Zeit so auszufüllen, dass sie irgendwo auch Ernte einbringt für einen selber. Also so dieser Belohnungsmoment. Schauen wir mal noch ein bisschen tiefer. Viele sagen ja auch, das kennt ihr bestimmt auch, oh, wenn ich mal in Rente gehe, dann mache ich dies, das und jenes, anstatt es jetzt zu tun. Keiner von uns weiß, wie er drauf ist, wenn er in Rente geht. Ich kenne so viele Damen, die haben für ihr Leben gern gestrickt und hatten keine Zeit. Jetzt kommt die Rente, was passiert? Entweder sie haben Arthrose, können die Nadeln nicht richtig halten, oder aber sie sehen das nicht mehr richtig. Und genau das ist der springende Punkt. Hier sind wir schon in der Transformationsphase, ne? Zu einem anderen Weg, zu einer anderen Möglichkeit, sein Leben zu gestalten. Und wir haben hier unten noch die Segnungen. Ich weiß nicht, besser kann es nicht sein. Hier mit der Farbe Blau, es heißt ja, der blaue Schmetterling, haben wir natürlich auch die Eigenschaften dieser Farbe. Stille, Frieden, geistige Einstimmung. Und es ist einfach Zeit, etwas zu wandeln. Etwas möchte in eine andere Daseinsform wiedergeboren werden.
Und es passt hier wunderbar, denn es geht hier darum, dass man vielleicht sehr stark in den Alltagstrott gefangen ist und dass man jetzt Maßnahmen braucht. Hier möchte die Seele auch Veränderungen, geistige Erneuerung. Und hier auch nochmal die Aufforderung, es geht hier nicht darum, etwas Altes zu nehmen und es neu anzumalen, sondern es geht schon darum, etwas ganz anderes zuzulassen. Also nicht das Alte umgestalten, sondern etwas ganz Neues zuzulassen. Und der Wandel dient hier immer dem höheren Wohl, auch wenn wir uns manchmal davor schrecken, etwas zu wandeln. Manchmal, wir haben hier die Segnungen, entdeckt man natürlich auch den Segen einer Situation erst im Nachhinein. Hier ist man beschützt, ne, auf seinem Weg des Wandels. Hier darf man offen sein. Überall um einen herum sind irgendwelche Botschaften, die wir hören sollen. Wir dürfen ein bisschen nach Zeichen auch gucken. Und die Botschaft lautet einfach, auf wundersamen Wegen fließen auf allen Ebenen Energien, die vitalisieren und regenerieren. Wunderbar. Schauen wir noch, was der Vogel dazu sagt. Hier haben wir 2 gekriegt. Die Taube. Ja, ich überbringe dir Frieden, Sanftmut, Nächstenliebe. Die Lilien hier, das ist eine sehr friedliche Energie. Auch hier wird von den Zeichen im Alltag gesprochen. Da möchte sich schon was aufzeigen. Ich schenke dir Hoffnung, Stärke und Verständnis. Und der Sperling. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Dann möchte ich heute noch einen Engel nehmen und dann lassen wir das so stehen. Hier hat sich der Engel des Lichts auf meiner Hand umgedreht. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren, sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels lautet, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Also, auch wenn man sich jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz vorstellen kann, wo die Entscheidung hinfällt oder der Weg hingeht, hier kommt die Auflösung auf jeden Fall. Wunderschön, ihr Lieben. Habt einen prima Tag. Ich drücke euch bis morgen.